Ich begrüße auf die Art und Weise unsere 5 Vortragenden, die das Thema präsentieren werden. Und als Ersten möchte ich Martin Ploss begrüßen. Martin Ploss ist seit vielen Jahren selbstständig. Er hat in Kaiserslautern das interdisziplinäre Architektur- und Planungsbüro betrieben, mit dem damaligen Schwerpunkt schon auf Forschung zum Passivhaus und zu den Kosten auf der Ebene von Gebäude und von Siedlungen. Im Energieinstitut Vorarlberg ist er seit dem Jahr 2005 und seit dem Jahr 2011 ist er dort Bereichsleiter für energieeffizientes Bauen und betreibt seit dieser Zeit konsequent intensive Projekte, die zum Thema anwendungsbezogene Forschung ist und die Wirtschaftlichkeit eben hocheffizient. Sie haben in dem Team ein eigenes Tool entwickelt, mit dem Sie hunderttausende Varianten in der Ökonomie gut berechnen können, und das wird auch ein Teil der Präsentation sein. Ich begrüße damit Martin Ploss und übergebe das Mikrofon an ihn und verlasse diesen Platz mit der üblichen Bitte, dass Sie während des Vortrags bereits sich Fragen notieren, denn die Fragerunde wird erst am Ende sein. Und daher ist es ganz hilfreich, wenn Sie sich vielleicht notieren, was Sie von Martin Ploss noch hätten wissen wollen, aber nicht gleich unmittelbar nachher fragen können. Daher bitte notieren, und wir haben am Schluss dann eine zusammenfassende Fragerunde an alle Vortragenden. Gut, ich übergebe das Mikrofon und verabschiede mich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Helmut, für die Vorstellung. Okay. Ich vergaß, das wird übersetzt, das wird gefilmt. Ich muss da stehen bleiben, damit man das hört. Ich freue mich, nach einigen Jahren mal wieder bei der Passivhaus-Tagung referieren zu können. Es geht diesmal um die Vorstellung eines Sanierungsprojekts in Vorarlberg. Und zwar ist es eine der 15 oder 16 Südtiroler Siedlungen, die wir haben im Land. Und zwar die Siedlung in Bludenz, die man hier schon sieht. Diese Siedlung ist zwischen 1942 und 1959 gebaut worden, ist also im Krieg nicht fertig geworden und dann in den 50er Jahren ergänzt worden. Dankeschön. Und wir haben in einem Forschungsprojekt, was die FFG gefördert hat, zwei Mustergebäude in der Siedlung untersucht. Ich möchte Ihnen in dem Vortrag erst diese Siedlung kurz vorstellen und die 2 Mustergebäude, die Ausgangslage, also was ist besonders an dieser Siedlung, die Inhalte und die Methodik des Forschungsprojekts vorstellen, dann ein paar Bilder und Erklärungen zu den Gebäuden vor und nach der Sanierung. Das sind keine Sensationen, das sind Enefit-Sanierungen, da wissen wir seit 20 Jahren oder noch länger, wie das geht. Ich werde Ihnen ein paar Maßnahmen zur Hülle und zur Haustechnik ganz kurz zeigen, den Energiebedarf, den berechneten, erläutern und zeigen im Vergleich zu den österreichischen Anforderungen. Und ein bisschen was sagen zu dem Thema Kosten und Wirtschaftlichkeit und dann resümieren. Die Siedlung, habe ich schon gesagt, zwischen 42 und 59 müsste es eigentlich heißen, gebaut, knapp 400 Wohnungen, kein Problem mit Leerstand, im Gegensatz zu anderen Südtiroler Siedlungen. 50% der Wohnungen sind instand gesetzt, das heißt 50% sind noch nicht instand gesetzt gewesen, das heißt, die haben alte Bäder, die haben veraltete Elektrik und so weiter. Energetisch alles im Ausgangszustand, Originalzustand. Was das heißt, werde ich später noch ein bisschen zeigen. Das einzige Bauteil, was man in den 80er Jahren mal angegriffen hat, das sind die Fenster. Da hat man zweifach verglaste Isolierfenster reingesetzt. 3 Randbedingungen, die das Projekt sehr, sehr stark beeinflusst haben. In Österreich gibt es den EVB für die gemeinnützigen Wohnbauten, also für die sozialen Wohnbauten. Der EVB ist der Erneuerungs- und Verbesserungsbeitrag, den müssen die Mieter jeden Monat mit der Miete überweisen und der ist genau vorgeschrieben in seiner Höhe. Und für diese Siedlung, wie für einige andere auch, war dieses Konto, obwohl man noch nichts gemacht hat eigentlich an der Siedlung, mit 1 Million Euro im Minus. Also das ist ein super Start gewesen für so ein Projekt. Die Sanierung sollte im bewohnten Zustand gemacht werden, damit man nicht umsiedeln muss, weil das zum größeren Teil ältere Mieter sind. Und nachdem wir den Zuschlag bekommen haben zu dem Forschungsprojekt,
hat die Siedlung den Status erhaltenswert bekommen. Das heißt nicht, dass man es nicht abreißen dürfte oder dass man nicht Dinge ändern dürfte, aber wir haben dann den Denkmalschutz, eine sehr gute Denkmalschutzbeauftragte in Vorarlberg vom Bundesdenkmalschutzamt hinzugezogen und sie hat mitgesprochen, was da möglich sein soll und was nicht möglich sein sollte. Das sind die beiden Mustergebäude, das linke im Krieg gebaut, 40er Jahre, das zweite dann kurz nach dem Krieg in den 50er Jahren. Das linke hat Vollziegel, das rechte hat einen Splittbeton als Außenwand, das linke hat Holzbalkendecken, hat Treppen aus Holz und hat 5 Wohnungen inklusive einer Dachgeschosswohnung. Die Heizung sind in beiden Gebäuden nicht in der Miete enthalten. Das heißt, der Mieter kriegt ein Haus mit eine Wohnung mit einem Kamin, einem Schornstein, aber ohne jegliches Heizsystem. Und er sorgt dann dafür, dass er sich eine Infrarotheizung oder einen Radiator kauft oder einen Kohleofen hinstellt, einen Ölofen oder sonst was. Und so sind diese Gebäude beide. Das rechte Gebäude etwas größer mit 10 Wohneinheiten, von der Heizung her ganz ähnlich und in beiden Gebäuden Warmwasser über Elektroboiler wohnungsweise. Warum haben wir überhaupt dieses Forschungsprojekt angestrengt? Die Ausgangslage war in Vorarlberg so und ich glaube, das ist in einigen Bundesländern auch ähnlich, vielleicht nicht ganz so krass wie bei uns. Wir haben seit 15 Jahren ungefähr keine oder fast keine Sanierungen von Mehrfamilienhäusern, von gemeinnützigen Mehrfamilienhäusern gemacht. Das waren damals, würde man jetzt sagen, Enefit-Sanierungen, sehr, sehr gute Projekte zu verträglichen Kosten saniert im Alter von 35 bis 40 Jahren, so wie das sein sollte für eine umfassende Sanierung. Dann hat man das Geld in den Neubau gesteckt, die Sanierungsförderung immer weiter verschlechtert und deshalb ist nichts gebaut worden. Deshalb weiß kein Mensch oder wusste kein Mensch in Vorarlberg, was kostet denn eine Sanierung. Und wenn ich nicht weiß, wie die Sanierungskosten sind, dann kann ich auch mein Fördersystem nicht justieren, sodass Sanierungen überhaupt ermöglicht werden. Und wenn das so ist, dass die Förderung keine Sanierung ermöglicht, dann wird nicht saniert. Das ist ein Teufelskreis. Und jetzt ist es aber so, dass große Bestände aus den 40er bis 60er Jahren zur Sanierung anstehen, unter anderem 2600 Wohneinheiten in diesen 15 Südtiroler Siedlungen. Was ist der Projektinhalt? Der Projektinhalt ist die energetisch und ökologisch hochwertige Sanierung. Die soll auch sozialverträglich sein, und zwar nicht für die ganze Siedlung, sondern wir müssen ja erstmal wissen, was geht denn überhaupt energetisch, ökologisch und was kostet das, wie kann man das finanzieren. Also 2 Mustergebäude. Und für diese Mustergebäude haben wir, wie wir das eigentlich immer machen in den Forschungsprojekten, sehr, sehr viele Varianten für die Hülle und für die Haustechnik untersucht, in beiden Gebäuden auch bewusst unterschiedliche Konzepte miteinander verglichen. Die Architekten und die Haustechnikplaner haben ganz, ganz viele Varianten geplant und ausgeschrieben, sodass wir jetzt Kosten haben. Und die setzen wir jetzt gerade zusammen, die ersten Auswertungen zeige ich Ihnen. Das heißt, wir haben nicht gesagt, man muss nur in diesem Standard bauen, sondern wir haben es sehr gut gebaut, Enefit. Aber wir wissen auch, was es gekostet hätte, wenn wir schlechter gebaut hätten oder anders. Das ist also die Methodik, Planung und modulare Ausschreibung, die Auswertung Investitions- und Lebenszykluskosten. Es hat jetzt gerade gestartet, die Gebäude sind gerade fertig und bezogen, die Sanierungen. Es hat gestartet ein Monitoring, was über 2 Jahre gehen wird. Und dann werden wir die Ergebnisse auf die Siedlung, auf die anderen Gebäude der Siedlung übertragen und hoffen auch, einen gewissen Einfluss auf die Justierung der Wohnbauförderung in Vorarlberg nehmen zu können. Ich erzähle Ihnen nachher was zu dem Thema Kosten. Sie sitzen schon, das heißt, Sie können nicht vom Stuhl fallen. Damit Sie diese Kosten verstehen, zeige ich Ihnen ein paar Fotos vom Zustand, in dem wir diese Gebäude vorgefunden haben. Das ist das ältere Gebäude, Baujahr 42, das ist 82 Jahre alt. Ein Immobilienwirtschaftler sagt Ihnen, das Gebäude ist abgeschrieben. Also wenn man ein Wertgutachten macht, dann macht man das für Mehrfamilienhäuser meistens auf 70 bis 80 Jahre die Abschreibung. Und so sahen sie auch aus. Es gab also keine Abdichtung der Wände, das hat man gemacht. Man hat bis zur Bodenplatte, also bis zur Sohle, aufgegraben, hat abgedichtet, hat gedämmt dann natürlich. Man hat eine neue Bodenplatte zum Teil, eine Kellerbodenplatte eingefügt, weil die auch nicht abgedichtet war. Ist mit einem kleinen Bagger im Keller rumgefahren, das habe ich sehr selten bisher gesehen.
Und das Gleiche war im Dach. Der Statiker hat gleich bei der ersten Begehung gesagt, der Dachstuhl, da können wir nichts mehr mitmachen. Der war im Krieg und kurz danach super sparsam dimensioniert. Er hat gemeint, da kann keine Dämmung drauf, da kann keine Photovoltaik drauf, der muss runter. Das ist dann auch passiert. Man sieht hier rechts den ausgebauten Dachstuhl. Die Sparren waren schätzungsweise 6 auf 18 Zentimeter. Die neuen Sparren, mit einer sehr hohen Schneelast berechnet, weil das auf knapp 700 Meter liegt, sind 12 auf 28 Zentimeter. 80 Jahre haben diese Sparren gehalten. Jetzt gibt es eine neue Norm und man braucht ein bisschen mehr Holz, aber Holz ist ja gespeicherter Kohlenstoff, haben wir gelernt. Das sind diese neuen Dachelemente vorgefertigt. In beiden Häusern war ein Problem, was gelöst werden musste, dass auch die oberste Geschossdecke nicht dafür gedacht war, dass man da Wohnungen und Wohnungswände ablastet. Das heißt, man hat die obersten Geschossdecken verstärken müssen, statisch. Das ist ein Beispiel aus dem kleineren Gebäude. Das meiste, was ich zeige, wird zum großen Gebäude sein. Und man hat einen komplett neuen Dachstuhl, ein komplett neues Dachgeschoss draufgesetzt. Einen ganz kleinen Kniestock, um mehr Wohnraum zu gewinnen. Vorher war eine Notwohnung drin. Nach der Sanierung sind 2 vollständige Wohnungen drin. Das heißt, ein Teil des Gebäudes ist praktisch Neubau. Das ist so ein kurzer Rundgang durch die Heizzentralen der Räume, vom Infrarot über Nachtspeicheröfen bis zu Pelletöfen, alles, was es so zu kaufen gibt, zum Teil uralt, zum Teil vor 2 Jahren oder 3 Jahren eine neue Infrarotheizung installiert und überall eben diese Elektroboiler. Und wir haben gesagt, wir wollen das zentralisieren und haben Lösungen untersucht mit Wärmepumpen, verschiedene Arten von Wärmepumpen mit verschiedenen Verteilsystemen und Lösungen mit Fernwärme, die man eventuell in dieses Gebiet verlegen könnte. Zum Thema der energetischen Qualität. Ich zeige gleich die mit dem PRPP berechneten Energiekennwerte, aber ich muss in Österreich auch zeigen, die Werte, die nach OEB berechnet sind. Da sehen Sie diese berühmten Linien. Die oberste Linie, das ist die Anforderung an den Heizwärmebedarf ohne Berücksichtigung der Wärmerückgewinnung, die in unseren Gebäuden natürlich drin ist, aber der wird ja in diesem Heizwärmebedarf nicht berücksichtigt. Und am Referenzklima Österreich, das dürfte ungefähr in Triest sein, das ist sehr, sehr warm. Da wäre für dieses Gebäude im Moment erlaubt nach OEB-Richtlinie, die beiden Gebäude sind dargestellt durch die Punkte mit ihrem AV-Verhältnis und ihrem Heizwärmebedarf, da wäre ein Wert von 52 ungefähr erlaubt, Kilowattstunden pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche und Jahr. Wir haben dann eine neue OEB-Richtlinie, die jetzt in Wien demnächst in Kraft tritt, die wird merklich strenger werden, da sind wir dann bei, habe ich nicht dargestellt, bei 40 ungefähr. In Vorarlberg sind wir seit Jahren deutlich strenger, da liegen wir bei 37 Kilowattstunden als Mindestanforderung für eine umfassende Sanierung. In Klimaaktiv sind es 34 Kilowattstunden und unser großes Haus hat 23 Kilowattstunden erreicht. Das heißt, die Anforderung in Österreich ist 2,5 Mal so hoch wie das, was wir jetzt gebaut haben, was wir mit dem Konzept gebaut haben, was 30 Jahre alt ist. Und wenn man das in PRPP berechnet, dann kommt man zu einem Heizwärmebedarf für das größere Haus von 22,8, also die 25 Grenzwert Enerfit haben wir erreicht. Die Heizlast ist 13 Watt ungefähr. Die Luftdichtheit haben wir nach unten korrigieren können, ist sehr, sehr gut, 0,6 gemessen, im anderen Haus 0,8 irgendwas. PER und PER-Erzeugung so, dass wir die Stufe Plus erreichen. Gerade die Erzeugung ist sehr hoch. Eine Dachfläche ist so gut es ging mit PV belegt. Ich habe vorhin gesagt, bei der Hülle haben wir verschiedene Varianten untersucht, zwischen Bautechnikverordnung und Enerfit oder Passivhaus, also verschiedene Dämmstandards. Das Dach war immer fix, das musste 28 cm hoch sein von der Sparrenhöhe her, das heißt, da hat man nicht viel Spielraum. Die Kellerdecke war ziemlich fix, weil 8 cm war das Höchste, was man unterbringen konnte. Wir konnten mit den Wänden im Prinzip nur spielen und mit den Fenstern so ein bisschen. Das sind Varianten und für jede dieser Varianten gibt es dann ganz viele Haustechnik-Varianten. Einen kleinen Auszug aus dieser Variantenmatrix zeige ich Ihnen hier. Es liest sich so, wir haben untersucht für dieses Gebäude.
Für dieses Gebäude haben wir untersucht. Pointer. Wir haben untersucht 2 verschiedene Arten von Wärmeerzeugern, nämlich die Luftwärmepumpe für dieses Haus und die Fernwärme. Für das andere Haus haben wir bewusst eine Sohlewärmepumpe untersucht. In der Wärmeverteilung haben wir untersucht eine Kombination aus Außenwandheizung, die zeige ich gleich, in den unteren Geschossen, im Dachgeschoss Fußbodenheizung, da hat man eine neue Decke einziehen müssen. Und Zusatzheizung heißt, im Bad haben wir gesehen, dass die Außenwandheizung nicht reichen wird, weil da zu wenig Außenwandfläche ist. Da haben wir dann Infrarot oder eine Deckenheizung uns angeschaut. Für die Warmwasserbereitung gibt es 3 verschiedene Varianten, nämlich Wohnungsstationen, also ein 2+2-Leitersystem mit Wohnungsstationen, eine nachgeschaltete Brauchwasserwärmepumpe, die aus dem Heizungsvorlauf ihre Wärme bezieht, oder einen Elektroboiler, so wie sie jetzt schon drin sind. Und das Ganze in Kombination mit entweder Photovoltaik, so groß wie möglich, oder keine Photovoltaik. Das ist ein Auszug, das sind jetzt 2 mal 8 mal 2 sind 32 Varianten für die Haustechnik. Gebaut haben wir dieses hier, da gibt es von meinem Kollegen Tobias Hatt am Nachmittag einen extra Vortrag zu. Gebaut haben wir diese Wandheizung von außen, also wie eine Fußbodenheizung an die Wand außen dran geklatscht und dann natürlich dick gedämmt. Warum haben wir das gemacht? Vor allem, weil wir im bewohnten Zustand saniert haben und es gab in dem Gebäude ja keinerlei Wärmeverteilsystem und keinerlei Wärmeabgabesystem. Und um die Störung der Bewohner zu minimieren, haben wir eben in diesem Gebäude die Außenwandheizung gemacht, haben auch die Lüftungsleitungen, das sieht man auf dem linken Bild hier, die Zuluftleitung, die Vertikalverteilung in der Wand gemacht. Für jede Wohnung eine Leitung, damit man das im Keller unterteilen kann, brandschutztechnisch, trennen kann. Und dann kommt nach außen hin eine Kreuzlage 2 mal 12 cm. Hier sieht man die erste Lage, das ist eine weichere Mineralfaser, damit die sich anschmiegt an die Wandheizung. Die zweite Lage ist dann eine festere Mineralfaser. Darüber kommt eine Putzträgerplatte aus Holzweichfaser und der Putz, also ungefähr 30 cm Dämmung. Und Vorlauftemperaturen, ich glaube bei minus 14 Grad ist die Auslegungstemperatur 45 Grad. Der Fall tritt aber nur sehr, sehr selten ein. Im anderen Haus haben wir Heizkörper an der Außenwand, die wir auch über die Außenwand erschließen. Also auf der Außenseite der Außenwand verziehen wir die Rohre. Da haben wir etwas weniger Verluste nach außen. Die Wandheizung nach außen gibt einen Teil ihrer Wärme nach außen, trotz 30 cm Wärme ab. Darum haben wir in dem anderen Haus mit Heizkörpern etwas niedrigere Vorlauftemperaturen. Die Lüftung, hatte ich schon gesagt, wird außen verteilt, sodass man nur, wie im linken Bild gezeigt, diese Zuluftventile sieht. Die Abluft wird in den alten Kaminen nach unten in den Keller zum Gerät transportiert. Die komplette Vertikalverteilung ist im Keller oder in dem neu aufgebauten Fußboden im Dachgeschoss. Also auch da möglichst wenig Störung für die Bewohner, keine abgehängten Decken oder sowas. Das Ganze wird mit einer kleinen Wärmepumpe, Propan als Kältemittel, 10 bis 24 kW, immer noch überdimensioniert, aber immerhin weniger überdimensioniert als sonst. Da wird es beheizt. Und die Photovoltaikanlage sollte, weil es ja erhaltenswert ist, möglichst unauffällig sein. Es war kein Problem, mit der Denkmalschützerin über Photovoltaik zu sprechen. Also die Barbara Keiler ist es in Vorarlberg, da haben wir sehr, sehr großes Glück. Sie hat nur gesagt, was sie nicht will, ist irgend so ein blau glänzendes Ding oder auch die schwarzen, die dann so leicht gestreift sind. Also es sollte möglichst schwarz in schwarz sein. In diesem Gebäude haben wir ein vorgefertigtes Element eingesetzt von einem Hersteller in Vorarlberg, weil es preislich einigermaßen attraktiv war. Also es gibt ein Dachelement, das eingesetzt wird und darauf dann vorgefertigte Photovoltaikelemente. Im anderen Haus haben wir eine Aufdachlösung, auch ähnlich leistungsfähige und ähnlich dimensionierte Photovoltaikanlage. Wir haben keine Batteriespeicher und das Ganze hat uns die folgenden Kosten verursacht. Das ist ja der Schwerpunkt des Gebäudes und das sind jetzt erste Kosten, die ich hier sozusagen öffentlich nenne. Wir haben aber noch nicht die abgerechneten Kosten und wir haben leider das Problem in dem Projekt, dass der Bauträger, also der Besitzer, entschieden hat, die alpenländische
in Feldkirch, sehr, sehr ambitionierter Bauherr, die haben entschieden, dass sie das mit GU machen möchten. Und mit GU an Kosten zu kommen, ist nicht so ganz leicht. Wir sind da sehr beharrlich, wir werden die noch sehr, sehr detailliert kriegen. Wir haben sie schon mitteldetailliert. Und ich kann Ihnen jetzt das sagen, was ich jetzt weiß. Und ich weiß, dass der blaue Balken, das ist die komplette Hülle, Kellerdeckendämmung, die Dämmung des Kellers, die Flankendämmung im Keller. Das ist die Außenwanddämmung mit diesen Kreuzlagen plus Holzweichfaser. Und das ist die Dämmung, die außen auf den neuen Holzwandelementen, Giebelwänden aufgebracht ist. Und das ist das komplette neue Dach außer der Photovoltaikanlage. Das alles hat gekostet ungefähr knapp 900 € pro Quadratmeter Wohnfläche. Das ist der blaue Balkenanteil. Der nächste Anteil, das ist die komplette Haustechnik. Das sind jetzt also nicht nur, es ist nicht nur der Austausch eines Kessels oder der Fernwärmeanschluss, sondern das ist die Wärmepumpe, das ist das Wärmeverteilsystem, das ist das Wärmeabgabesystem, eben in dem Fall diese Wandheizung. Das ist die Photovoltaikanlage, das ist ein neuer Warmwasserspeicher, das ist ein neuer Blitzschutz, das sind neue Wasserabwasserleitungen, das sind neue Dämmungen für die Abwasserleitung. Also alles, was man haustechnisch gemacht hat, inklusive einer sündhaft teuren MSR eines großen deutschen Elektrokonzerns, die bis heute noch nicht richtig angeschlossen ist. Und dann sind wir dafür auch bei ungefähr 800 €. Dann sind wir also in den, sagen wir mal, energetischen Sanierungskosten bei 1.700 € pro Quadratmeter. Das ist nicht wenig, das ist aber auch nicht ultra viel. Jetzt kommen da aber leider die ganzen Kosten für die Kellersanierung, Grundrissänderungen im Keller, für das neue Dachgeschoss im Prinzip, für neue Bäder in 50% der Wohnungen dazu. Also alles, was nichts mit Energie zu tun hat, mit über 2.000 € und noch ungefähr 400 € oder sowas für die Honorare. Das heißt, wir landen bei 4.200 € ungefähr Sanierungskosten. Also das sind die Netto-Errichtungskosten, um es in Normensprache zu sagen. Und das ist sehr viel. Um das in Relation setzen zu können, habe ich angegeben, was würde es denn kosten, wenn wir da abreißen würden. Also bei uns in Vorarlberg ist es immer Preisniveau Vorarlberg, erstes Quartal 23. Wenn wir abreißen würden und neu bauen würden in einer vergleichbaren energetischen Qualität, dann müssten wir Abriss und Deponie bezahlen, wir müssten die Kosten für Auszug und Wiedereinzug bezahlen und wir müssten ungefähr ein Jahr oder 15 Monate wahrscheinlich Miete, Ersatzwohnung zahlen, nicht wir, sondern die Baugesellschaft. Dann wären wir bei ungefähr 4.400 €. Das heißt, so wie wir es gemacht haben, sind es ungefähr 90% der Kosten, die wir bei Neubau und Abriss gehabt hätten. Wir sind jetzt dabei, die graue Energie und die Treibhausgasemissionen für die Herstellung zu rechnen, für Neubau und für Sanierung. Das ist nicht so ganz einfach, weil man sich dann auch Gedanken machen muss, wie bewerte ich denn jetzt die Emissionen, die ich ja in der Sanierung auch habe. Den Neubau, den rechne ich auf 100 Jahre und sage dann, mein Bauteil A hat 50 Jahre nur Lebensdauer, das muss einmal ausgewechselt werden, erneuert werden. Meine Haustechnik hat vielleicht 25 Jahre, die muss dann 3- oder 4-mal ausgetauscht werden. Aber was mache ich mit der Sanierung? Und wir nehmen jetzt im Moment an, dass die Sanierung nochmal eine Lebensdauer von 50 Jahren hat, aber nicht 100 Jahren. Das ist aber was man diskutieren kann. Je länger man das nutzen kann, desto besser. Und da rechnen wir einige Varianten. Das ist jetzt so teuer, dass das nur gegangen ist, weil wir eine hohe Förderung gekriegt haben vom Land, Sonderförderung für diese beiden Gebäude. Und es kam dann gleich die Anmerkung, ja, dieses energetisch hochwertige Bauen, das ist sehr, sehr teuer. Darum haben wir angeschaut, was wäre denn gewesen, wenn wir bis 30, oder? Von 5 bis 30. Ja, ich habe bis 30. Wir diskutieren jetzt 4 Minuten noch, wie lange ich noch habe. Ich habe um 5 nach angefangen und werde bis 30 reden, das schaffe ich. 890 € hat die Hülle so gekostet, wie wir sie gebaut haben. Wir hätten sagen können, wir bauen das weniger ökologisch, wir bauen diese Hülle, die Wand mit 24 cm Holzweichfaser, das ist die zweite Linie, die zweite Säule von links, das wäre etwas billiger gewesen, 20 cm EPS, Dämmstoff wäre noch billiger gewesen, 10 cm EPS und ein schlechtere Kellerdecke und schlechtere Fenster, zweifach verglast,
Wäre nochmal billiger gewesen, 190 € hätten wir einsparen können, wenn wir nach Bautechnikverordnung Vorarlberg gebaut hätten. Dann wären wir um 5% billiger gewesen, statt 4.200 bei 4.000 und hätten doppelt so viel Wärme gebraucht und hätten 260 € weniger Bundesförderung gekriegt, plus weniger Förderung vom Land Vorarlberg. Das heißt, es ist sauteuer, aber es ist keine Option, energetisch schlechter die Hülle zu bauen. Die Kosten möchte ich noch ein bisschen einordnen. Diese 4.000 € sind ein Problem. Das Problem haben aber nicht wir verursacht, sondern der Status quo vorher ist hier dargestellt. Man hat 50 Jahre nichts gemacht und dann vor 30 Jahren angefangen zu flicken. Und dieses Flicken hat dazu geführt, dass man 1 Million Miese hatte auf dem EVP-Konto. Und das Flicken hat gekostet 1.000 € pro Quadratmeter. Ich habe die abgerechneten Flickkosten gekriegt für 10 Jahre oder sowas. Und im Mittel der letzten Jahre hat man 1.000 € gezahlt, nur für das Flicken des Gebäudes. Also eigentlich kein sachgemäßes Portfolio-Management. Was kostet jetzt eine serielle Sanierung zum Beispiel? Das ist ein Projekt, was auch vorgestellt wird, Zeller-Köln in Köln, sehr, sehr gutes Projekt. Die haben also energetische Maßnahmen für ungefähr 1.500 € pro Quadratmeter Wohnfläche in einem deutlich größeren Gebäude, was weniger Hüllfläche hat. Haben dazu noch ungefähr 500 € an nicht energetischen Kosten, dann sind sie bei 2.000 €. Und ein letztes Projekt in Salzburg, energetisch sehr, sehr gut, die sind alle energetisch sehr gut, die Projekte. Die liegen, wenn man das hoch indiziert auf Baujahr 23, bei 3.700 €. Und die haben auch diese Kombination aus Sanierung und Aufstockung, wie wir. Die haben allerdings mehr aufgestockt. Das heißt, die Politik und wir als Bauherren müssen damit rechnen, dass die Kosten so hoch sind. Damit komme ich zu dem Resümee. Wir können natürlich diesen Standard Enerfit auch in erhaltenswerten Mehrfamilienhäusern erreichen. Die sehr, sehr gute Hüllsanierung ist mit der Förderung in Österreich auf jeden Fall wirtschaftlich. Die Sanierungsrücklagen sind zu gering. Da muss sich was ändern an dem System. Und die Förderung sollte angepasst werden an die Haupteinflussfaktoren. Also was verursacht bei der Sanierung Kosten? Was hat einen Einfluss auf die Kosten? Das ist AV-Verhältnis oder genau genommen das Verhältnis von Hüllfläche zu Wohnfläche. Das ist bei unseren kleinen Gebäuden sehr ungünstig. Es hat einen Einfluss, was ist da denn für ein Energieversorgungssystem drin oder was ist eben nicht drin? Hat einen sehr hohen Einfluss, plus minus 800 € ungefähr. Und der Allgemeinzustand. Das heißt, wir müssen die Förderung differenzieren und die Fördergelder in Österreich müssen vom Neubau in die Sanierung gesteckt werden, wie man das in Deutschland getan hat. Die Grünen sind zerrissen worden dafür. In Deutschland hat man 1 Milliarde für die Neubauförderung und 13 Milliarden Bundesförderung, Sanierung. In Österreich ist es nicht gerade umgekehrt, aber es ist noch Platz nach oben in der Sanierungsförderung. Jetzt ist es 30, jetzt höre ich fast freiwillig auf. Helmut, Dankeschön.